Das Chicken Popcorn, sollte das nicht langsam mal das Auto verlassen? 3 Holzachterbahnen und davon eine, die komplett indoor sogar ist. Ist der Stein weg, lauf. Und dann wirst du so von einem Tornado verfolgt. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Drachenschlachter heißt er. Taktisch kluge Schweinchen, die wir sind. Da drin waren wir gerade. Ich würde das nicht als Achterbahn bezeichnen. Das werden wahrscheinlich die längsten 5 Minuten von heute. Es gibt noch nicht mal ein Logo über dem Eingang. Was ist das denn? Full Count, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Das ist GeForce. Hier ein Hus Breakdance. Was geht denn hier ab? Ich hole Getränke aus unserer eiskalten Kühlbox. Ich ziehe das ja dann durch, bis ich weine. Ja? Mahlzeit, jetzt willkommen beim Radio Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits. Wir sind in den USA unterwegs auf Tour, nehmen euch mit, sind jetzt gerade dabei, unser Auto wieder zu beladen. Wenn man übrigens ein großes Auto hat mit einem Anhänger dran und man hat einen Parkplatz, dann fährt man so lange rückwärts, bis der Anhänger einfach im Graben steht. Der Kollege fährt die ganze Zeit hier im Kreis mit seinem Rasenmäher. Das ist unser Super 8, wo wir gerade übernachtet haben. Da gehen wir gleich noch mal rein zum Frühstück. Aber wir müssen jetzt erstmal unsere Eisbox wieder auffüllen. Oder hast du sie schon aufgefüllt? Ah, dann habe ich das versäumt. Sorry. Ohne Cooler stehst du doof da und deswegen haben wir die Kühlbox natürlich wieder dabei. Aber die Fat Mexicans wollen, glaube ich, gleich wegfahren. Möchtest du vielleicht da erstmal aus der Tür rausgehen? Unsere Brezeln, wichtig nach Parkbesuch, wenn man Hunger hat. Und auch Bananen, wichtig nach dem Parkbesuch oder zwischendurch. Chicken Popcorn nicht mehr wichtig. Das Chicken Popcorn, sollte das nicht langsam mal das Auto verlassen? Das könnte mal das Auto verlassen. Das hier stand gerade noch da. Aber Uschi wollte lieber von da die Servietten. Warum? Wir fahren ja jetzt sehr alleine durch sehr viel Nix. Und wenn dann was passiert, dann passiert das so schnell, dass wir euch das leider nicht zeigen können. Gerade fuhr ein Ram an uns vorbei, der hatte einen Anhänger dran. Das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Dass die teilweise mit Sattelplatte unterwegs sind, auch nicht ungewöhnlich. Aber so ein Anhänger, der sonst an einen Traktor dran ist, mit diesen entsprechend großen Rädern, das ist ziemlich ungewöhnlich und sah ziemlich ulkig aus. Wenn die Räder höher sind als dein Fahrzeug und du schon einen riesigen Pickup fährst oder Full-Size-Truck, was war das für ein absurdes Bild? Ich habe auch gerade gehört, wir haben irgendwelche Substanzen genommen und sehen gerade Dinge, die nicht da sind, aber und dann kurz danach auf der anderen Seite eine Weide mit Kühen und eines ausgebüxt und stand hier direkt an der Autobahn und war aber ganz entspannt das Gras am Fressen. Alle anderen auf der anderen Seite waren aber etwas aufgeregt und sind hinterher gelaufen. Wahrscheinlich eher, weil das Gras auf der anderen Seite des Zauns immer grüner ist als auf der eigenen. Das ist verrückt. Wir fahren übrigens diese Straße, den Motorway 34 oder das ist ein Highway 34. Den fahren wir quasi komplett durch von unserem Hotel bis zum Park, wo wir heute hinfahren, und zwar Adventureland. Der erste Park dieser Tour, wo wir mit unserem Season Pass nicht weiterkommen. Und dementsprechend gerade Online-Tickets noch gekauft haben, weil wir das ja vergessen haben, dass wir vielleicht nicht überall mit unserem Season Pass reinrennen. Und statt $70 an der Tür bezahlt man dann, aber da haben wir jetzt online $45 gehabt. Da kommen noch Gebühren dazu, so dass bei 105 oder so landest. Die kommen aber an der Tür auch noch dazu. Genau, und am Ende, also wenn wir hier runterfahren vom Highway, sind es noch 6 Meilen. Deswegen ist es eigentlich wirklich nur einmal durchfahren. Vereinzelt alle 5 Stunden kommt einmal ein kleines Häuschen hier am Rand. Mehr passiert ja aber auch nicht. Hier ist nichts und niemand. So, wir sind jetzt gleich da, Leute. Ja, es war lange weiter nichts. Jetzt fahren wir durch so ein kleines Örtchen, schön Häuschen, und sind jetzt 1,8 Meilen vom Park entfernt. Und vor uns sind die Hunde schon aus dem Auto raus. Jetzt geht's los. Also keine Farmen mehr, sondern jetzt schöne Häuser hier. Und da vorne ist, glaube ich, schon Freizeit Park.
haben geparkt. Wir haben übrigens Freitag und wir stehen auf Parkplatz 7 und es ist auch echt relativ gut gefüllt. Ist das Parken? $21 plus Tax. Das waren jetzt 21... 22,47 oder so. Ja, irgendwie 22,47. Genau. Tickets haben wir schon gesagt, was die gekostet haben. Und ja, Highschool sind wir gerade an einer vorbeigefahren. Da war auch kein Mensch. Das heißt wohl, die haben heute frei. Deswegen erklärt das auch, warum hier so viel los ist. Aber wie sich das verteilt, ob es jetzt viel ist, das werden wir sehen über den Tag hinweg. Das schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir drin sind, wenn wir irgendwie den Eingang erreichen. Es ist echt groß noch. Ja. Und man kann es nicht einschätzen, wie voll es ist, weil überall irgendwie keine Parkplätze sind. Aber wir haben ja ein bisschen gequeued. Schauen wir mal. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Jo, wir sind drin. Also man darf nur mit kleinen Täschchen hier unterwegs sein. Und Metalldetektor kennt man ja auch überall bei den ganzen Parks. Aber die sind hier so empfindlich eingestellt. Du musst Smartwatch ausziehen, du musst, der Gürtel piepst einfach. Und wenn man jetzt hier reinkommt, also die haben schon mal ein Disneyland gesehen, würde ich sagen. Mit der Wiese, dem Logo oben drauf und dann der Zug. Und ja, kleine süße Main Street. Hübschi. Also sehr billig, ne? sehr eindimensional, würde ich fast sagen. Aber gut, das ist ja auch lustig. Hier ist ein Pferdekarussell und da ist dann Wellenflieger. So, wir gucken mal. Heute erwarten uns und euch in diesem Video theoretisch 7 Achterbahnen. Davon 3 Holzachterbahnen und davon eine, die komplett indoor sogar ist. Jo, reingesteppt und als erstes sind wir jetzt im Monster gefahren, Gerstlauer Infinity Coaster. Angeschlagene 5 Minuten waren dann am Ende 12 oder so. Unfassbar langsame Operation. Die haben zwar 2 Wagen drin, aber coole Bahn, cooles Layout, was auch wieder super mit den Kräften spielt und ordentliche Gs hat, aber auch Airtime und vor allem sehr, sehr viel Hangtime. Das war cool und auch nicht vorhersehbare Elemente. Jetzt sind wir bei Ornado oder auch Tornado genannt. Das sieht hier aus. Holzachterbahn. Das Schild hier, wenn der Stein nass ist, regnet es, also dieser Wetterstein, den Gag kennt man ja. Aber bei Tornado finde ich das natürlich viel, viel witziger. Ist der Stein weg, lauf. Und dann wirst du so von dem Tornado verfolgt auf dem Piktogramm. Liebe ich sowas, total lustig. Ja, Walk-on ist jetzt auch nicht schlecht. Einen schnellen Blick.
relativ schade. Tornado, durchschnittliche Holzachterbahn, würde ich mal sagen. War jetzt nicht schlecht, war nicht gut, war nicht herausragend, war nicht außergewöhnlich. Also war nichtssagend. Einfach nichtssagend. Einen großen Teil haben sie schon geretrackt. Den haben sie nicht mehr weiß gestrichen. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Trostlose Umgebung steht innen. Ja, es ist alles sehr trostlos gerade hier in dieser Ecke. Und ja, wir gehen jetzt nach nebenan und da steht der S&S Free. Ne, es steht direkt hier neben, aber man kann nicht direkt daneben gehen. Nee. Ach Mann, ach, da ist ein Weg, sehr gut. Wir haben unseren deutschen Mitfahrer verloren. Ach, da hinten. Genau, wir gehen jetzt auf jeden Fall zum S&S Free Spin und haben da keine Lust drauf. Irgendwas mit Dragon heißt der ja, ne? Was? Oh, war da noch früher drüber drum. Was? Dragon Slayer. Ja, schön. Drachenschlachter. Der Drachenschlachter heißt er. Das muss man doch nicht so betonen. Das klingt viel brutaler, als es ist. Ne, es ist brutal. Es fährt sich nicht gut. Aber haben die das irgendwie gedreht, dass man sich nicht gegenüber... Man sagt sich doch gegenüber, oder? Nicht doof. Macht man doch immer noch. Aber am Ende. Am Anfang bestimmt. Ich weiß es nicht. Standard-Coaster, Standard-Layout, Standardgeschichte, kleiner Footprint. Furchtbar. Furchtbar, ja, furchtbar trifft's. Also es fährt nicht, also unangenehm, die Fahreigenschaften sind gut, aber es fährt halt nicht geil. Es macht keinen Spaß. Spaß hat der Operator gerade gehabt bei Ornado. Das war witzig, der war cool. Da war übrigens Walk-On und ich glaube, hier sieht das nicht viel anders aus. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Hier? Achso, ja, geht ja beide Seiten. Ach so, ja, warte. Wie viele Leute standen denn da? Stimmt, sind ja 2 Seiten mit 2 Queues. Müssen wir mal kurz gucken, welche ist gerade weniger. Fast gleich, okay. Es gehen ja auch jedes Mal dann 4 Leute weg. Das ist ja eine richtige Menge, ist das ja. Ja, ich glaube, hier ist sogar ein bisschen besser. Hier ist besser sogar. Ja. Ja. Ja, also damit wird jetzt keiner mehr glücklich. Taktisch kluge Schweinchen, die wir sind, haben wir uns aufgeteilt. Denn vor uns war ein Zug, 3 Leute und da gehen 4 rein. Danach war einer mit 3 Leuten, da gehen 4 rein. Also haben wir uns aufgeteilt und haben... Einfach für andere mitgeschrieben, dass wir jetzt da mitfahren. Ja, auch als er mich dann eingeladen hat, so, ja, okay, komm mit uns. Ja, ich bin ja zuerst einfach an den Jungs vor mir vorbeigegangen, die 3, die eigentlich als übernächstes dran wären. Und einfach so, ja egal, ich gehe jetzt einfach dahin. Ja, und ich stand dann schon ganz vorne und dachte mir so, ja, dann geht ihr aber zuerst rein und entscheidet, wo ihr sitzen wollt. Das mache ich jetzt nicht auch noch. Und dann, ja, komm, kannst du mit rein. Ja, Digga, du, das stand nicht zur Debatte. Ah, danke. Das stand nicht zur Debatte. Das aussuchen können. Ja, ich fahre jetzt mit, also, ob du willst oder nicht. Das möchte ich nicht. Nee. Ihr könnt froh sein, dass ihr mit mir mitfahren dürft. Hier gibt es auch eine Magic Show. Oder gibt es die hier auch nicht? 12 Uhr. 3/4 Stunde. Wenn wir in einer Dreiviertelstunde es schaffen, 4 Achterbahnen zu fahren, dann können wir darüber reden. Gibt es auch um 3:30, um 3:30 und um 5:30. Also es gibt 4 Shows. Wieso? Da steht aber 5.
Oh, ich hatte 5,30, sorry. So, oh, nee. Wir haben gerade schon gesagt, auch wenn hier der Asphalt wieder komplett kaputt ist, irgendwie ist es hier schöner, entspannter, ruhiger, atmosphärischer. Musik, das ist bestimmt das. Ja, das ist einer von vielen Punkten. Ah, schön. Wir haben uns einen Season Pass für Krawall, aber deswegen kommen wir auch mal hier hin. Jetzt gehen wir wohl mal darüber. Wir haben auch einen Wasserpark hier. Und da hinten steht noch eine große Holzachterbahn. Ich weiß übrigens nicht, wo diese Indoor-Holzachterbahnen sein sollen. Ist das dann das mit diesen ganz vielen Tunneln, was ich von oben irgendwo mal gesehen habe? Den Spielboden, dieses Geschäft noch. Eine etwas größere Attraktion hat wohl da mal lang geführt, die es auch nicht mehr gibt. Ja. Yo, Outlaw sind wir jetzt auch gefahren. Ich glaube immer noch eine CCI-Bahn. Das Layout wirkt wie so ein frühzeitiges GCI-Layout, ein bisschen entschärfter, und das sind so ollen PTC-Zügen. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Ganz cool, nicht atemberaubend. Also Millennium Flyer-Züge 10 km/h schneller, dann wäre das auf jeden Fall geil. So ist es solide. Und der Wasserpark ist dann auf der Seite hier. Hier gibt es noch so ein kleines, ja, wie eine Art Rafting, so ein Schlauchboot, Rutschen, Wasser, Ride. Und ich filme mal kurz die Bahn. Jo, da ist natürlich eine riesige Queue. Wir gehen, glaube ich, erstmal zu diesem Indoor-Holzding, oder? Oder tun wir uns das jetzt an bei dem Spinning Coaster? Ich würde sagen, wir machen es einfach, oder? Ja, wir kommen hier gerade dran vorbei. Es bringt ja nichts. Entweder geht ja sonst down oder ja, es wird noch voller. Macht es ja bei der anderen Bahn auch nicht besser. Die Operations hier sind übrigens unfassbar langsam. Also langsamer als dieses Karussell sind sie. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen ernüchternd oder nervt so ein bisschen. Die Eisenbahn fährt auch nur auf 2 Ecken des Parks. Sie fährt nicht einmal rum, die fährt da 2 Kringel. Danke, Parkplan, dass du mir das verrätst vorher. Da steht auch wieder 5 Minuten dran. Ey, das wirklich, kann man nicht einfach Wartezeiten richtig berechnen? Ich weiß halt echt nicht, ob wir das jetzt sofort machen oder ob wir das aufsparen. Vielleicht sind die gerade alle da reingerannt. Ich würde gerne erst den Indoor-Woody fahren. Ja. Hat er sich auch gedacht. Ja, also was wir hier nicht fahren wollen, ist das.
Maurer Rides, SC 2000, Spinning Coaster. Das Layout kennt ihr zum Beispiel vom Spinning Racer, damals auf der Reise in Deutschland. Mit ein bisschen Dark Ride Part davor kennt ihr das aus Disneyland Paris oder auch ganz viele andere Bahnen. Und hier haben wir noch eine Bahn, die wir fahren müssen. Und dabei habe ich nicht auf die Wasserbahn gezeigt. Das ist, glaube ich, ein Lokflug, ne? Sondern auf das Gelbe ist ein Family Coaster von Zamperla. Der ist relativ neu, 2023 eröffnet. Riesenrad hier gerade durch, sieht auch süß aus, aber es ist auch süß, ist nicht groß. Deswegen heißt es auch sonst Ferris Wheel und nicht Riesenrad. Was? Warum? Sag Gas. Gibt keinen Grund dafür. So, Flying Viking und Draken Falls sind die beiden Sachen hier. Was sagst du? Das ist so dein Laden da. Oinks. Ja, könnte sein, dass es da was Leckeres gibt. Man weiß es nicht. Pork Chop on a Stick. Essen am Stock ist immer gut. Zeig das doch mal. Achtung, Splash. So, deswegen, wir gehen jetzt erstmal zu Underground. 5 Minuten sind angeschlagen. Schauen wir mal. Es ist eine Indoor-Holzachterbahn. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt, weil wir uns vorher nicht spoilern. Ich weiß aber, dass das keine 5 Minuten sind. Das weiß ich. Welcome to the underground here in Adventureland. You know, old coal mines zigzag underground throughout the state. Fact is, Adventureland was built right over the top. Headed to the underground, Sheriff Sam proceeded to dynamite every entrance and exit known into the mine he could find. And that was the end of the underground, and the end of bad fall. Welcome new riders to the underground. Da drin waren wir gerade. Angeschlagene 5 Minuten sind realistische, echte und nicht gelogene 25 Minuten. Underground. Dann The Underground. Da ist noch das Logo drauf. Aber ich glaube, hier kann man noch mal den Monster mitnehmen von hier. Holzachterbahn. Ich würde das nicht als Achterbahn bezeichnen. Das ist ein Dark Ride. Ein flotter Dark Ride. Es gibt ja nicht mal eine kleine Passage. Es wird eine Achterbahn benutzt, um als Dark Ride Vehikel zu fungieren. Und es baut super Stimmung und Spannung auf, aber so ein Drop wenigstens. Ja, fand ich auch. Hab ich auch die ganze Zeit erwartet. Genau, das baut so viel Spannung auf. Erzähl mal weiter. Nee, es gibt so eine kleine Pre-Show, also man steht draußen an, unterm Dach. Und dann wird man quasi schon in die Reihen eingeteilt in so einem großen Raum. Und vor allem sind so Türen als Gates quasi. Man kann aber durch so Schlitze in die Station gucken.
Und da ist so eine Pre-Show, da ist dann so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Minentyp mit so einer Öllampe ohne Kopf, aber mit Hut auf. Der erzählt dann so ein bisschen was über die Story, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also akustisch hat man es nicht so ganz verstanden, also ich zumindest. Und am Ende gibt es noch einen Nebelvorhang, wo dann so ein super Ghost irgendwie drauf kommt. Und der ist dann quasi, zeigt dann so einen Bösewicht und ich hasse das Kind hat mich gerade aus dem Konzept gebracht. Und ja, und dann gibt es so ein cooles Ende auch. I am afraid of the dark now. Ja, und dann kommt man in die Station, dann gehen die Türen auf und dann kommt man in die Station. Die ist ganz süß. Viel zu kleine Züge. Wir haben uns da voll reingequetscht zusammen. Ja, aber nicht fett zu klein, sondern... Also ich bin ein Zwerg, ne? Meine Knie waren vorne voll am Liegen drücken. Ja, also wenn man ein bisschen größer ist, dann hat man, glaube ich, schon ärgere Probleme. Genau, und dann ging es schon los. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, was die Story ist. Ich glaube, das ist halt einfach so ein Minengeist, oder? Minengeisterbahn. Ja, nö, ne? Ja, da dreht dann alles, also es spukt doch in jeder Mine irgendwie gefühlt und so ist es dann da auch. Und das baut Stimmung auf, das ist echt cool und das sind also Geisterbahnen, Animatronics. Da ist ja auch eine Hängebrücke mit Seilen, dass ja der eine Skelettmensch, der da mit dem Messer draufhaut, dass der dann runterfliegt und so. Aber das Fahrelement irgendwie, ein kleiner Drop. Weißt du, wenn man das zum Beispiel in Dollywood kennt oder in Silver Dollar City, da reicht ja auch der eine Drop nur. Also aber es ist trotzdem mega cool. Aber irgendwie, okay, jetzt kommt's. Nee, das war echt irgendwie ein bisschen enttäuschend dann am Ende. Achso, da ist die Station, okay. Naja. Aber ansonsten cool, total coole Idee, auch dass das halt eine Holzachterbahn ist oder eine Holzbahn, mit der man da lang fährt, macht es irgendwie total charmant und auch authentisch in dieser Mine. Ja, nee, fanden wir cool. Bro hat ja schon gesagt, 25 Minuten haben wir angestanden, ja, und wir gehen jetzt zu diesem Family Coaster da von Zamperla und fahren damit. Irgendwann, wenn die 5 Minuten, die überall hier angeschlagen sind, vorbei sind. Übrigens, heute ist ja der Tag, nachdem ich krank bin. Und tatsächlich geht es mir heute viel, viel besser. Also ich merke schon noch die Nase, ich merke meinen Kopf, ich merke meine Lymphknoten. Aber mein Immunsystem hat alles erledigt. Das ist auch so geil. Du willst ja theoretisch Fastpässe verkaufen. Deswegen steht ja auch hier Speedy Pass. Kriegst du hier und da unter der Wartezeitenanzeige. Aber wenn du überall 5 Minuten dran schreibst, wo keine 5 Minuten sind, dann verkaufst du auch keine. Zum Beispiel dieses komplett volle Zickzack-Gatter, das ist 5 Minuten. Und dann sitzen die mit 2 Mädels in einem 6er-Boot hier gerade. Also das ist ja total geisteskrank. Dumm. Also hässlich ist die Station auf jeden Fall und irgendwie überdimensioniert, aber natürlich haben auch wir wieder unseren eigenen Zickzack. Hier, Speedy Pass, Werbung nochmal.
legs, short shaving shield, inside the ride at all times. Enjoy your flight on a flying bike. Also erstmal die Leute sind komplett geisteskrank, schmeißen vorne an der Queue schon jetzt heute da rein. Die sind gerade nicht mit uns gefahren. Das ist der Ausgang und die Queue-Line gleichzeitig. Ich frage mich gerade, wenn es so ein bisschen voller ist oder ein bisschen schlechter operated wird, wie es so schon wird, wie das dann läuft. Wir sind ins Flying Viking gefahren, in St. Perla Family Coaster. Ja, das hat viele positive G-Kräfte. Layout ist okay. Irgendwie auch wieder so nichts sagend. Solide, ist okay. Oh. Okay. Mein Gesicht ist vielsagend. Ja, weiß ich nicht. Auch dann, wird erst eingeteilt, wenn die Leute raus sind. Man muss über die Treppe hinten raus, obwohl erst Leute reinkommen, wenn man ganz raus ist. Und das ist so viel, so doof gemacht. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Naja. So, wir gehen jetzt zum Maura Ride Spinning Coaster rüber, Phoenix. Das werden wahrscheinlich die längsten 5 Minuten von heute, denn diese 5 Minuten haben 17 Minuten gedauert. Aber es bleibt dabei, ne? Hübscher, süßer Park, keine Frage, ne? Also das ist schon ganz nett. Aber die Operations hier, das ist ja eine Katastrophe. Steht da auf meine Fußabdrücke? Fall nicht. Ja, viel zu schwer. Walk and roll. So ganz in schwarz hat sich das Ding doch auch einer für Indoor gedacht gehabt irgendwann mal, oder? Ist ja auch ein idealer Indoor-Coaster. Es ist immer nur ein Wagen auf dem Track, ne? Deswegen ist das auch so voll. Och Leute. Die Blockbremsen sind dafür da, dass man mehrere Wagen gleichzeitig fahren lassen kann und nicht nur einen. Jetzt sind die in der Schlussbremse, jetzt ist der andere erst oben am Lift. Es gibt noch nicht mal ein Logo über dem Eingang. Was ist das denn? Ich bin unterwältigt. Da, oder? Also die komischen Schilder hier mit Kabelbinder am Maschendrahtzaun machen für mich das auch keine Thematisierung. Na gut. Leute, an denen gehen wir einfach vorbei. So, wir sind vorher nichts gefahren. Ja, 5 Minuten hoch 3 wieder. Also wir haben jetzt eine gute Viertelstunde gewartet. Maura Ride Spinning Coaster, solide gut. Das Ding sieht halt aus, als ob es in eine Halle reingehört mit Thematisierung, Lichteffekten und sowas. Wird der Bahn auf jeden Fall nicht schaden. Fährt sich gut, Qualitätsprodukt. Also Maura Ride Spinning Coaster kann man ja nichts gegen sagen. Immer eine Reise wert. Aber echt, der Underground Coaster hier, das sieht ja so verrückt aus. Ist auch noch ein Restroom mit reingefriemelt. Das ist halt geil, das
einfach nicht eine große Halle, sondern das ist einfach nur ein langer Tunnel. Und damit haben wir, meine Damen und Herren, wie der Deutsche sagt, Full Count und sind die 7 Achterbahnen des Parks gefahren. Jetzt ist es blau hier. Full Count, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Nämlich beim SNS Freespin, da cuet sich ja gerade ordentlich auf jeden Fall. Und die fahren echt nur mit einem Wagen. Das ist wirklich mau. Wir setzen uns jetzt nochmal zusammen mit Michi, der ja hier auch allein unterwegs ist auf Tour und countet. Und trinken noch was zusammen. Wenn ihr alleine unterwegs seid oder nicht mehr alleine unterwegs sein wollt oder so, ne, versucht euch mal ein bisschen zu connecten. Also es hat bei uns auf jeden Fall schon bei Treffen, die wir gemacht haben, funktioniert, dass sich Leute gefunden haben, die jetzt Freunde fürs Leben sind und Trauzeugen und sowas gegenseitig. Also es gibt auch mehr als euch, die alleine unterwegs seid. Ihr müsst euch zusammentun. Also müsst ihr nicht, aber wenn ihr nicht alleine unterwegs sein wollt, dann gibt es auf jeden Fall Kompagnons, die ihr finden könnt. Wunderheilung. Kann wieder laufen und braucht das nicht mehr. So, wir haben ein bisschen gequatscht, das war sehr schön und haben lecker getrunken. Bei dem schönen Wetter und dem ruhigen Park ist das auch sehr angenehm. Und jetzt müssen wir mal hier reingehen, weil die haben hier so eine Arcade Hall und da drin ist wohl noch mal ein Fahrgeschäft. Und wenn das, was die Frau Reichert sagt, stimmt, ist GeForce hier ein Hus Breakdance. Ich bin gespannt. Das ist doch dann hier irgendwie eine Alpine Arcade. Jo, Tatsache. Das sieht irgendwie sogar cool aus. I'm big B, rolling through the streets in a 10-speed. Money on my mind, give a f about what a think. I can't waste my time with a that's not like me. Gotta bust me down in them Cubans, keep me ice. Let's go, 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 go. Let's go, let's go, 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 go. Let's go, 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 go. Let's go, let's go, 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 go. Bad, she gon' get her money back. Call me sis, I ain't your mother. Kinfolk. Got him acting like a to that new Boston Richie. I'm big B, rolling through the streets in a 10-speed. Money on my mind, give a Ja, sehr weirder Ride-Cycle auf jeden Fall auf dem Breakdance. Fährt kurz an, dann gibt er richtig Gas, dann wird er sehr langsam, dann gibt er noch richtig Gas und dann war's das. Ratzifatzki vorbei. So wie unser Besuch. Also ratzfatz eigentlich nicht, weil wir haben jetzt gut was gemacht, waren jetzt auch ordentlich hier, aber sind jetzt durch. Schöner Park, also echt cool, süß, überschaubar, spannende Rides und richtig schlechte Operations, aber dadurch, dass das alles so entspannter ist und verhältnismäßig schön, macht es das besser. So einfach kann es sein. Die Polizei ist echt hier mit einem aufgemotzten Golfkart unterwegs. Das ist die echte Polizei, das ist jetzt nicht irgendwelche Parkpolizei. Was geht denn hier ab? Die Blumen riechen auch wieder nach Pferdedung. Pferd. Es riecht nach Blumen. Der Ausgang ist zu, man kann nur den einen Ausgang hier benutzen. We hope you had a fun-ful day. Oder was steht da? Fun-filled. Fun-filled day. Der war gerade die Hütte vor. gotta bust me down in them Cubans, keep me ice. Let's go, 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 go. Let's go, let's go, 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 go. Let's go, 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 go. Let's go, let's go, 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 go. If he don't make Und das ist das Finale, F150 Raptor. Da müssen wir irgendwann hinkommen. Es ist auf jeden Fall auch sehr stürmisch gerade. Das ist irgendwie weird. Und ein bisschen wie ein Föhn. Es ist sehr warm heute. Das ist eigentlich schön. Also es ist okay warm durch den Wind und so. Aber die Sonne, die kann es auf jeden Fall heute. So, wir haben's. Wir fahren schon wieder 3,5 Stunden Auto oder so. Wir gucken jetzt gleich mal. Ey, was machst du denn da? Ich hole Getränke aus unserer eiskalten Kühlbox. Eiskalt, sagst du? Muss es nicht total heiß sein an so einem Tag? Aber nicht mit unserer Kühlbox. ice cold around my neck, this ain't cryo. Body right, model type, she got that lipo. She's so good, turning to a psycho. I'm big B, rolling through the streets in a 10-speed. Money on my mind, give a f about what a think. I can't waste my time with a that's not like me. Gotta bust me down in them Cubans, keep me ice. Let's go, 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 go. Let's go, let's go, 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 go. Let's go. Wir sind eben vor der Autobahn runtergefahren nach weiß ich nicht wie viel Zeit und holen noch mal ein paar neue Getränke.
Wir sind ja gerade hier im Walmart unterwegs und es gibt Äpfel vorgeschnitten. Das finde ich ja erstmal sexy. Ich mag das, wenn ein Apfel geschnitten ist, aber mit Karamellsoße. Leute, ey, wenn jemand es schon schafft, jetzt hier mal endlich einen Apfel zu essen, dann auch nicht mit Karamellsoße. Es ist so absurd. Also so absurd, wie das alles vorgeschnitten sein kann. Zwiebeln. Also in der Industrie verstehe ich das ja noch, aber also das ist auch nur ein ganz kleiner Auszug. Da ist noch mehr Gemüsespieße für den Grill vorgespießt, geschnitten und gespießt. Es ist unfassbar. Aber gut, bei uns ist vieles auch unfassbar. Ich möchte das jetzt nicht judgen. Ich bin einfach nur auf der Suche nach Gurken. Das gehört in jeden USA-Vlog, glaube ich, diese Pose. Let's go, 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 go. He said I'm the truth, I'm about to put that in my bio. Kicking down my way like it's Tybo. I've been running so long and I 192-teiliges Besteckset mit Wegwerfbesteck. Vorne ist übrigens noch mehr. Das ist nicht nur das Regal hier. Ach, die Mustard. Digga. Mit den Drehen. Sturm. So Leute. Jetzt habe ich sie mir geholt in scharf. Jetzt werden sie probiert. Du hast dir Käsesticks geholt. Ja. Einen würde ich sicherheitshalber rausnehmen. Ach so. Wenn das doch zu scharf wird. Oh, und ich ziehe das ja dann durch, bis ich weine. Gerade beim Rausgehen auch noch erschreckend. Die Tafel mit vermissten Kindern, die sind aber bundesweit. Aber trotzdem krass, so seit August letzten Jahr teilweise. Schon gruselig, wenn man das so auf einer Wand sieht mit den Bildern, Alter, wo die herkommen, seit wann die vermisst werden. Genau. Wir haben jetzt noch bald Brezels geholt, da sind wir noch gut dabei, aber dann haben wir die im Auto. Käsesticks, die dann so aussehen. Ekelhaft eigentlich. Und Gurken. Was hast du? Stunde der Wahrheit. Und? Riechen die scharf? Kommt dann später, viel später. Jetzt schon, oder? Geht aber, voll geil. Ja, der kommt ganz, ganz spät erst. Jetzt fängt es langsam an. Ja, ich mal smellen. Der Bro kann ja nicht so gut scharf, aber riecht aber gut. Müsst du mal probieren. Ich würde einmal abbeißen. Also voll sauer. Ja, Essiggurke. Boah, die sind doch nicht so sauer, oder? Klar. Ey, der hatte die gestern wie Chips. So reingeschoben, das ist voll sauer. Ja, und die Schärfe kommt am Ende, wenn du die aufgekaut hast. Mhm. Jetzt habe ich gerade ein Stück Gurke rausgespuckt, das habt ihr gesehen, ne? Aber lecker. Wenn das Saure weg ist oder man sich daran gewöhnt hat, dann 1,20. Oh. 1,20 noch. 1,20 noch. Okay. Jetzt ist er weg. Oh. Gott, ey. Ich bin langsamer geworden, weil das nicht gut war, aber Ja, der Satz. davor ist er die ganze Zeit wie so ein Delfin oder wie. Oh nein. Wir haben den einfach vergessen. Also ich hätte den noch nie in den Innenraum geschmissen oder sowas, aber ich hab's vergessen. Ja gut. No littering. Ich war es nicht, das war das Auto. Muss sich bei Alamo beschweren, die haben das jetzt hier geschrieben. Ah, Junge. Aber wieso? Also was für eine krasse für Luftverwirbelung, Verwirbelung, ja. dass es da unten reingeht und dann da raustreibt. Ups. Feel me, he must be my side. Ice cold around my neck, this ain't cryo. Body right, model type, she got that lipo. He's so good, turning to a psycho. I'm big B, rolling through the streets in a 10-speed. Money on my mind, give a about what a think. I can't waste my time with a that's not like me. Gotta bust me down in them Cubans, keep me icy. Let's go, 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 go. Let's go, let's go, 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 go. Let's go, 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 go. Let's go, let's go, 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 go. He said I'm the truth,
I'm about to put that in my bio. Kicking out my way like it's Tybo. I've been running so long and I still got my eyes closed. Wanna be me, so I made that slideshow. I'm big B, rolling through the streets in a 10 speed. Money on my mind, give a about what a think. I can't waste my time with a that's not like me. Gotta bust me down in them Cubans, keep me icy. .06, 05, 04, 01, klar. Here we go. Riecht aber frisch hier drin. Oh. Wow. Cool. Schick, ne? Das ist ja alles neu. Nee, ist es nicht. Es ist doch abgenutzt. So neu. Ja, es ist einfach nur gepflegt. Kommt die Fernbedienung. Ach Gottchen. Hier ist noch eine Horrorfilm-Ecke. Eine Horrorfilm-Ecke? Ja. Oh. Und wie ist der Ausblick? Irgendwie cool. Das geht bestimmt nicht auf, ne? Doch, das geht auf. Kann man da gehen? Ich weiß nicht, ob man hier drauf gehen kann. Das ist ja geil. Leute, was geht ab, ey? Sehr geil. Ist auch nicht mehr viel über uns. Ich habe gar nicht gesehen, wie viele Etagen das hat, weil wir in der Ecke vom Aufzug standen. Hier gibt es dann auch wieder dieses Windleitblech an der Klimaanlage. Wir haben jetzt wieder ein King-Size-Bett. Genau, sind jetzt 2 Nächte sogar hier in diesem Zimmer. Auch wieder ein Hotel mit Frühstück in La Quinta. Und Minneapolis ist das Ziel. 14 Minuten von hier ist der Park, den wir morgen besuchen. Aber wir sind heute noch nicht durch. Wir gehen jetzt natürlich nicht hier in die Großstadt da hinten. Aber wir nehmen euch trotzdem gleich nochmal mit. Gehen gleich mal hier ums Eck. Richtig schöner Mustang. Und ein Auto, wie Disney das darstellt. Disney's Cars. So Leute, wir sind jetzt ein paar Meter weiter gegangen und hier ist eine Sportsbar. Man kann sogar draußen sitzen. Das ist nicht oft so und das ist ziemlich geil. Und dafür haben wir uns natürlich entschieden. Ihr wisst, wer den Kanal schon mehr als 3 Tage verfolgt, draußen sitzen ist unser Ding. Uschi hat vorher geguckt, wie wir hier hinkommen, zu Fuß. Und Google Maps dachte, es ist eine gute Idee, über die Autobahn zu gehen, zu Fuß. Ich habe ein Veto eingelegt und wir sind jetzt über 2 Hinterhöfe gelaufen und jetzt sind wir auch hier und leben sogar noch. Wer weiß, wie das später im Dunkeln ist mit den Hinterhöfen, ob dann die Autobahn vielleicht doch die bessere Wahl ist. Wenn auf dem Parkplatz vom Hotel schon steht, man soll alles mitnehmen, keine Elektrogeräte drin lassen, abschließen, aufpassen. Wir sind halt in der Nähe von einer großen Stadt und schon staut es sich und es wird krimineller und homeless people an allen möglichen Ecken. Genau, Hotel habt ihr gesehen, das haben wir auch nicht erwartet, dass wir jetzt 18 Etagen haben. 3 war bisher immer das Maximum. Wir waren auf einer FKF-Tour in Kalifornien, hatten wir auch irgendwas, wo wir ziemlich weit oben waren, beim ersten Hotel. Genau, das haben wir jetzt 70 € die Nacht. Wir sind 2 Nächte hier, auch wieder mit Frühstück. Und sitzen jetzt in der Sportsbar, haben was zu trinken bestellt, haben was zu essen bestellt und werden jetzt gleich erstmal schnabulieren und mal gucken, was der Abend noch so bringt. Aber das erstmal der Part jetzt. Und wir sind gute 3,5 Stunden hier gefahren vom Park aus. Ist also auch wieder schon später. Was ich noch erwähnt haben wollte eben, war übrigens, man kriegt ja Tisch zugewiesen in den USA und sie hatten riesige Flipchart, Whiteboard-Tafel an ihrem Pult und ein paar Marker dazu und dann ist das ganze Restaurant quasi da drauf, also beziehungsweise die ganzen Tische. Und dann hat sie uns einen Tisch vergeben und hat den dann ausgemalt und dann weiß man vorne, dass der Tisch besetzt ist. Das ist jetzt nicht das Smarteste, aber ist okay. Viel cooler ist Hook and Ring Battle. Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht.
Wie machst du das? Cool. Was ist das jetzt für ein Move? Ist das ein neuer Move? Das ist ja knapp. Du holst das nächste Spiel. Boah, jetzt hast du es aber raus, wa? Ich sag das nur dagegen. Warum machst du immer so? Ist das so ein Monk in dir? Nicht mal so schaff ich das. Dein Gesicht. Ey, gut, dass das mal ein Video ist, wie irre der dann wird. Das ist der Adrenalinschub vom Gewinnen. Es gibt eine berühmte Fernsehshow, die haben dann den ganzen Abend dran gespielt und haben es nicht hingekriegt, ja? Ja, das war ein bisschen größer. Ach, guck mal. Vom Princeps aber das gleiche. Wir haben es getestet. Wir sind raus. Ja, von innen kann man jetzt leider nicht viel zeigen, weil es halt rappelvoll und es gibt halt eine riesige Bar, wo man auf richtig, also Casino-mäßigen Barhockern davor hocken kann, die also aufgestellte Sessel einfach nur sind. Das Bring the Bowl, was wir gerade gespielt haben, das ist eins von zwei, was die haben. Die haben verschiedene Spiele, die da an so einem Tisch sind, die kann man sich wegnehmen. Dann gibt es einen DJ. Musik, die man kaum hört. Er hat auch jetzt keinen krassen Mixer und sonst irgendwas. Er ist, glaube ich, auch eher Hobbyist und wird einfach nur mit Bier bezahlt. Riesige Arcade-Hall noch mit da dran. Dann vorne wird noch Billard gespielt an mehreren Tischen. Dann zig Dartscheiben, wo gedartet wurde. Krass, was ein Ding, Alter. Das sieht von hier, also von außen, gar nicht so groß aus, wie das da drin ist. Und ja, unscheinbar sowieso. Sehr schöner Laden, habt ihr euch gut gesonnen. Und jetzt gehen wir noch mal 3 Meter ins Hotel zurück. Ich glaube aber, oh Gott, Alter, das ist hier F350 Super Duty, oder? Alter, da komme ich ja gar nicht rein. Ist das da mit einer Stufe, die da rauskommt? Theoretisch. Weil da komme ich ja nicht rein. Wie soll ich denn da reinkommen, jetzt mal ehrlich? Da muss man über die Räder einsteigen und so ninja-mäßig über die Tür springen. Das ist das, was ich schon oft gesagt habe. Das wäre auch noch was ich mir vorstellen könnte, wenn wir mit mehreren Leuten unterwegs sind. Ich wurde immer belächelt. Zu Recht. Gut, wir müssen jetzt noch die ganzen Karten leer ziehen. Und dann bohrt das aber, glaube ich, auf. Weil dann legen wir die Füße hoch. Und mehr passiert auch nicht. Ansonsten sehen wir uns nämlich morgen um 18 Uhr zum neuen Video wieder hier. Irgendein Video kommt auf jeden Fall und eins dieser Tour kommt auf jeden Fall auch zeitnah, weil die kommen nämlich 3-mal die Woche. Das habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Weil jetzt das wird gefordert. Ja, ungefordert wird es auch. Ja, ich habe das nie Ich habe es nie versprochen und seitdem wird es gefordert. Wir sehen uns also morgen wieder. Also, ihr kommt auch rum. Jetzt fordere ich mal. Kommt rum und abonniert. Das fordere ich ein. Eismaschine, Getränke gibt es auf der 2, auf der 4, auf der 6, auf der 8, auf der 10, auf der 12, auf der 15 und der 17. Natürlich sind wir auf der 16. Wieso 14, 16, 18? Es gibt 18 Etagen. Also doch, ach Mann.